Google hat gerade das Pixel 11 und das Pixel 11 Pro vorgestellt. Und in diesem Jahr ist der Vergleich zwischen Basis- und Pro-Modell besonders interessant. Denn beide Geräte sind praktisch gleich groß, verwenden Tensor G6 und Titan M3, starten mit Android 17, bekommen 7 Jahre Updates und bieten bei 256 GB Speicher 12 GB RAM. Trotzdem verlangt Google für das Pixel 11 Pro bei gleicher Speichermenge 200 € mehr. Die große Frage lautet deshalb, wofür bezahlt man eigentlich diesen Aufpreis? Die kurze Antwort lautet, hauptsächlich für Display, Kamera, Kühlung und zusätzliche Funktechnik. Das Pixel 11 startet mit 256 GB bei 999 €, das Pro bei 1199 €, mit 512 GB kosten sie dann 1129 und 1329 €. In dieser Stufe besitzt das Pro dann aber auch 16 statt 12 GB RAM. Eine 1 TB Option gibt es nur beim Pro für 1589 €. Außerdem gibt es ebenfalls nur beim Pro auch noch eine XL-Version ab 1399 €. Die technische Ausstattung ist hierbei fast identisch zum kleinen Pro, lediglich Display und Akku sind größer. Von vorn sehen beide Geräte fast identisch aus. Die minimalen Unterschiede bei Höhe, Breite und Dicke spielen im Alltag eigentlich keine Rolle. Spürbarer ist das Gewicht. Das Pixel 11 wiegt 197 Gramm, das Pro 204 Gramm. Beide verwenden Gorilla Glass Victus 2 Aluminium und sind nach IP68 geschützt. Das Pixel 11 wirkt mit seiner stärkereflektierenden Rückseite etwas glänzender, das Pro setzt auf seidig mattes Glas und wirkt dadurch dezenter. Nur die Obsidian-Version besitzt zusätzlich einen mattschwarzen Rahmen. Das sieht schon echt sexy aus, wenn ihr mich fragt. Das Pro erhält außerdem eine zusätzliche Displaybeschichtung. Google spricht von mehr als einer doppelt so hohen Kratzfestigkeit gegenüber dem Pixel 10 Pro. Exklusiv beim Pro ist außerdem Highlight. Farbige LEDs im Blitz zeigen Gemini-Zustände oder bestimmte Anrufe an, wenn das Smartphone auf dem Display liegt. WhatsApp-Anrufe und spätere Erweiterungen auf Nachrichten wurden ebenfalls genannt, sind aber noch nicht verfügbar. Unterm Strich wirkt das Pro also etwas hochwertiger und bietet mit der Beschichtung und Highlight mehr Extras. Die Pixel 11 Modelle sind dafür leichter und schneideten im Falltest in puncto Stabilität besser ab. Beim Display wird der Pro-Aufpreis dann deutlich nachvollziehbarer. Beide Panels sind 6,3 Zoll groß, haben nahezu identisch dünne Displayränder und erreichen 120 Hz. Das Pixel 11 bietet 1080 x 2424 Pixel, 422 Pixel pro Zoll und regelt zwischen 60 und 120 Hz dynamisch. Das Pro löst mit 1280 x 2856 Pixeln etwas höher auf, erreicht dabei 495 Pixel pro Zoll und verwendet LTPO und kann dadurch zwischen 1 und 120 Hz hin und her wechseln, was das Display nochmal etwas energiesparsamer macht. Wer mehr Fläche möchte, bekommt mit dem Pro XL dasselbe Konzept, nur in 6,8 statt 6,3 Zoll. Auflösung und Akku wachsen selbstverständlich mit, Kamera, Prozessor und die übrige Pro-Ausstattung bleiben aber gleich. Auch bei der Spitzenhelligkeit liegt das Pro mit maximal 3600 statt 3000 Nits vorn. Gerade draußen kann das helfen, aber insgesamt muss man schon sagen, dass beide Geräte extrem gute Displays haben. Ähnlich sieht's auch bei den Lautsprechern aus. Beide besitzen Stereo-Lautsprecher mit Spatial Audio. Google nennt weder unterschiedliche Hardware noch einen Vorsprung bei Lautstärke, Bass oder Sprachverständlichkeit. In den vergangenen Generationen klangen die Pro-Modelle allerdings meistens voller und auch teilweise lauter, dementsprechend können wir auch dieses Jahr davon ausgehen. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Geräten findet man dann bei den Kameras. Das Pixel 11 ist für ein Basismodell bereits ziemlich stark ausgestattet. Es besitzt eine 48 Megapixel Hauptkamera, einen 13 Megapixel Ultraweitwinkel und eine echte 5-fach-Telekamera mit 10,8 Megapixeln. Der maximale digitale Zoom reicht hier bis zu 30-fach. Beim Pro ist praktisch jede Kamera aber hochwertiger. Die Hauptkamera bietet 50 Megapixel und einen größeren Sensor. Das bringt auf dem Papier mehr Reserven bei wenig Licht, Bewegung und Dynamik. Noch größer ist der Abstand beim Ultraweitwinkel. Das Pro verwendet hier 48 statt 13 Megapixel. Einen deutlich größeren Sensor, eine offenere Blende und Autofokus. Auch beim 5-fach-Tele stehen 48 Megapixel und ein wesentlich größerer Sensor, den nur 10,8 Megapixeln beim Pixel 11 gegenüber. Der maximale Digitalzoom steigt zudem auf 120-fach.
Wichtiger als dieser digitale Zoom ist aber schlichtweg die stärkere Hardware. Vorn bietet das Pixel 11 10,5 Megapixel und das Pro 42 Megapixel. Beide besitzen Autofokus, das Pro erfasst aber einen breiteren Blickwinkel. Zusätzlich bekommt ihr beim Pro manuelle Pro-Steuerung, Aufnahmen bis 50 Megapixel, 5-fache Porträts, Nachtsicht-Video und 8K über Video-Boost. Beide schaffen regulär 4K 60, auch mit der Frontkamera. Viele Softwarefunktionen teilen sie sich. Kamera-Coach, Kamera-Looks, mich hinzufügen, Creator Suite, 10-Bit HDR und der magische Audioradierer. Die Creator Suite kann unter anderem den Pegel eines externen Mikrofons anzeigen und Stimmen verbessern. Bei den Mikrofonen herrscht dann Gleichstand. Beide besitzen 3 Mikrofone, Stereoaufnahme, Bildgeräuschreduktion, Audiozoom und Funktionen zur Sprachverbesserung. Wer selten zoomt und meistens bei gutem Licht fotografiert, bekommt mit dem Pixel 11 ein ungewöhnlich vollständiges Kamerasystem. Für häufige Ultraweitwinkel, Teleselfies oder Videoaufnahmen liefert aber das Pro klar mehr Hardware und ist damit das stärkste Argument für den Aufpreis. Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Solltest du nach diesem Video immer noch nicht wissen, welches Pixel oder generell welches Smartphone für dich das richtige ist, dann schau mal auf techberater.net vorbei. Das ist eine Webseite, die ein Kumpel von mir entwickelt hat und auf dieser kannst du passende Tech-Gadgets für dich finden. Du machst ein simples Quiz und beantwortest ein paar Fragen zu den Geräten und bekommst am Ende eine personalisierte, neutrale Empfehlung, die genau zu deinen Bedürfnissen passt. Auf der Ergebnisseite siehst du dann alle Details über das Smartphone und es gibt auch eine Vergleichstabelle, in der du alle Specs detailliert nebeneinander anschauen kannst. Also egal, ob du ein neues Smartphone, Smartwatch, Kopfhörer oder sogar einen Saugroboter willst, diese Webseite hilft dir ganz einfach, das passende Gerät für dich zu finden. Probier das Ganze also gern mal selbst aus, das ist vollkommen kostenlos und lediglich, wenn du am Ende über den Link dort etwas einkaufst, bekommt mein Kumpel eine kleine Provision. Für dich ändert sich dabei am Kaufpreis aber nichts. Den Link dazu findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Kommen wir zurück zu den Pixel-Modellen und sprechen wir über die Entsperrmöglichkeiten, die komplett identisch sind. Beide haben einen Fingerabdrucksensor unter dem Display sowie Face Unlock. Google bewirbt die Gesichtserkennung der gesamten Pixel 11 Serie, aber zumindest als schneller und zuverlässiger bei wenig Licht im Vergleich zum Pixel 10. Ein Unterschied zwischen den beiden Pixel 11 Modellen gibt es aber anscheinend nicht. Auch bei den Anschlüssen sind beide gleich gut ausgestattet. Es gibt USB-C mit USB 3.2 sowie Nano-SIM und eSIM. Das beiliegende USB-C-Kabel unterstützt allerdings nur USB 2.0. Wer die maximale Datenrate des Anschlusses nutzen möchte, benötigt also ein zusätzliches Kabel. Ein Netzteil sucht man bei beiden Geräten in der Verpackung außerdem vergeblich. Kommen wir zu Prozessor und Performance. Pixel 11 und 11 Pro verwenden den gleichen Tensor G6 und denselben Titan M3 Sicherheitschip. Mit 256 GB besitzen beide 12 GB RAM. Bei Apps, Navigation, Kommunikation und den meisten KI-Features dürfen sich die Grundgeschwindigkeiten deshalb sehr ähnlich anfühlen. Der wichtigste Pro-Vorteil ist die Vapor Chamber. Sie soll die Wärme bei längerer Last besser verteilen. Ob das Pro beim Spielen, Filmen oder bei lokaler KI tatsächlich länger, schnell und kühl bleibt, das müssen aber erst echte Dauerlasttests zeigen. Es ist aber zu erwarten. Google verspricht für den Tensor G6 gegenüber dem G5 unter anderem schnellere Apps-Starts, 50% mehr TPU-Leistung sowie erheblich schnellere und effizientere lokale KI. Da mag mir mal einer erklären, warum Google dann bei manchen Modellen den RAM von 16 auf 12 reduziert hat. Die grundlegenden KI-Funktionen sind aber bei beiden Modellen weitgehend gleich. Gemini, Circle to Search, Live Translation und die neuen Kamera-KI-Funktionen werden bei beiden gelistet. Bei 256 GB bezahlt ihr beim Pro also nicht für schnelleren Prozessor oder mehr RAM. Bei 512 GB werden es dann aber zumindest 16 GB Arbeitsspeicher und damit eventuell ein Argument für das Pro-Modell. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr zukünftig keine wichtigen Updates mehr rund um Google, Apple oder Samsung verpassen wollt, dann lasst jetzt am besten schon mal ein Like und ein Abo da, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Das kostet euch nichts und hilft mir gewaltig. Beim Akku liegt sogar das günstigere Pixel 11 leicht vorn. Dieses besitzt 4985 mAh, das Pro 4850. Im standardisierten EU-Test erreicht das Pixel 11 48 Stunden und 50 Minuten, das Pro nur 47 Stunden und 36 Minuten. Das ist kein riesiger Abstand, aber zusammen mit dem niedrigeren Gewicht ein kleiner Vorteil für das Basismodell. Das Pro XL dreht dieses Bild durch seinen größeren 5115 mAh großen Akku natürlich um.
Im EU-Test erreicht dieses 50 Stunden und 10 Minuten und damit den besten Wert der 3 Modelle. Zwischen Pixel 11 und dem kleinen Pro gibt es beim Laden keinen Unterschied. Beide sollen mit einem geeigneten 30 Watt PPS-Netzteil nach etwa 30 Minuten 55% erreichen. Gerade im Android-Marktumfeld ist das ziemlich langsam. Magnetisch laden zudem beide über Pixel Snap bzw. Qi 2.2 mit 25 Watt. Das Pro XL erreicht kabelgebunden mit einem geeigneten 45 Watt PPS-Netzteil ungefähr 75% in 30 Minuten. Kabellos liegt man aber auch hier bei 25 Watt. Alle Werte enttäuschen mich ehrlich gesagt. Hier sind viele andere Android-Smartphones viel weiter. Wo das Pro-Modell dann aber nochmal deutlich vorn liegt, ist bei der Funktechnik. Das Pixel 11 unterstützt Wi-Fi 6E, das Pro Wi-Fi 7. Mit einem passenden Router kann Wi-Fi 7 höhere Datenraten und geringere Latenzen ermöglichen. Im normalen Heimnetz dürfte der Unterschied aber häufig klein bleiben. Ultra-Wideband und Thread gibt es ebenfalls nur beim Pro. Ultra-Wideband ist für präzise Ortung mit kompatiblem Zubehör interessant, Thread vor allem für Smart Home. Und gerade da Google ja jetzt diesen neuen Pixel-Tag vorgestellt hat, verstehe ich nicht, warum nicht das normale Pixel 11 auch einen Ultra-Breitband-Chip bekommt. Bluetooth 6, NFC, Google Cast, Dual-Band GPS, Sub 6 5G, Nano-SIM und eSIM unterstützen aber beide Geräte. Im normalen Alltag dürften sich Pixel 11 und Pixel 11 Pro überraschend ähnlich anfühlen. Ich bin ehrlich, für viele ist vermutlich das höhere Gewicht beim Pro der spürbarste Unterschied. Mal abgesehen vom Design, das mattschwarze Pro-Modell sieht schon echt geil aus. Am deutlichsten wird der Unterschied beim Filmen und Fotografieren. Ob die Vapor Chamber Kühlung bei Spielen, Kamera oder längerer Last spürbar hilft, müssen aber erst noch echte Tests zeigen. Dasselbe gilt für mögliche Unterschiede bei Lautsprechern, Mikrofonen oder Empfang. Highlight, Wi-Fi 7, Ultra-Breitband und Thread sind echte Extras, werden für viele Nutzer im Alltag aber nur selten einen Ausschlag geben. Bis auf vielleicht der Ultra-Breitband-Chip, das verstehe ich wirklich nicht. Also, lohnt sich der Aufpreis? Für die meisten Nutzer eher nicht. Mit 256 GB ist das Pixel 11 für 999 € meine Empfehlung für die meisten, die jetzt unbedingt ein neues Pixel kaufen wollen. Wer keine extremen Ansprüche an Kamera oder Display hat, sollte die 200 € sparen. Alles in allem muss ich aber sagen, die Upgrades sind weder bei Pixel 11 noch bei den Pro-Modellen dieses Jahr im Vergleich zum eigenen Vorgänger so wirklich groß. Dementsprechend, wenn es nicht unbedingt das Neueste sein muss, lohnt sich vielleicht ein Blick auf die letztjährigen Modelle. Die gibt es halt teilweise jetzt schon deutlich günstiger und sie stehen den aktuellen Modellen kaum etwas nach. Dazu wird es auch noch ausführliche Vergleiche auf meinem Kanal geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst jetzt am besten schon mal einen Like und ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.